Schwänze! Aber wie bekommt man einen? Am einfachsten ist es, wenn ihr euren Schwanz als Haar in VRoid Studio erstellt. Zieht einfach das Haar nicht so auf euren Hintern oder wo auch immer ihr euren Schwanz haben wollt, wählt bei Cross-Section Diamond aus, passt die Form frei nach euren Wünschen an und malt als nächstes eine Wurst. Wenn euch die Form nicht auf Anhieb gefällt, könnt ihr sie im Nachhinein immer noch verändern, indem ihr diesen Modus aktiviert und auf die Strähne klickt, welche ihr anpassen wollt und die Parameter anpasst, bzw. die Kontrollpunkte vom Haarnet bzw. von der Strähne verändern. Falls ihr es vergessen habt, ihr könnt die Werte über das, was der Schieberegler euch erlaubt, hinaus vergrößern, indem ihr auf das Zahlenfeld klickt und den entsprechenden Wert eingibt. Mit einem Klick auf Edit Texture könnt ihr dann auch noch die Farbe und das Aussehen entsprechend anpassen, wie ihr es schon bei euren Haaren gemacht habt. Wenn ihr wollt, könnt ihr an diese auch noch viele kleinere Strähnchen ranmachen, damit der Schwanz etwas flauschiger ausschaut. Wenn ihr mit dem Äußeren zufrieden seid, geht aus diesem Menü hinaus und klickt auf Edit Hair Bounce. Wählt ihr eine einzelne Strähne aus und klickt dann auf Create Bone Group. Als nächstes stellt ihr ein, wie viele Knochen der Schwanz haben soll, sprich wie wobbelig er sein soll, ab welcher Position er sich bewegen soll, wie steif der Schwanz sein soll, wie sehr die Erdanziehungskraft auf ihn wirken soll und wie groß die Hitbox ist, um zu verhindern, dass die Haare ständig durch den Körper klippen. Ihr könnt auch mehrere Strähne mit einem Knochenstrang bewegen, um Rechenleistung zu sparen. Wählt dazu einfach mehrere Strähne aus, bevor ihr auf Create Bone Group klickt. Das wiederholt ihr so lange, bis jeder Haarstrang in einer Bone Group ist. Falls euch das alles für jeden einzelnen Strang zu viel Arbeit ist, könnt ihr auch einfach auf Auto Generate Bone Group klicken und VRoid Studio teilt den einzelnen Strähnchen automatisch eine Bone Group zu, welche ihr aber ohne Probleme im Nachhinein modifizieren könnt. Um zu sehen, ob alles, was ihr eingestellt habt, auch gut aussieht, dann klickt auf dieses Kamerasymbol und wählt dann Poses und Animation aus. Jetzt könnt ihr die einzelnen Animationen durchtesten und sie euch anschauen. Am aussagekräftigsten sind dabei die Animationen Walking und Running. Falls euch nicht gefällt, was ihr seht, könnt ihr auch einfach zurück zum Hairstyle-Tab gehen und die Bone Groups bei Edit Hair Bounce weiter anpassen. Im Prinzip ist es also 1:1 das gleiche, als ihr eure Frisur gemacht habt. Wenn ihr jetzt aber sagt, okay, der Schwanz klippt aber durch meinen Körper, wie repariere ich das? Dann muss ich euch sagen, bleibt einfach dran. Das Problem ist nämlich, der Schwanz, den wir gemacht haben, ist für VRoid Studio immer noch ein Teil der Frisur und damit ist er von Kopfbewegungen abhängig. Das ist zwar gut, wenn man Haare macht, die auf dem Kopf sitzen, aber nicht so gut, wenn man einen Schwanz macht, der über den Hintern festgemacht ist. Das können wir aber nur in Unity reparieren und dazu müssen wir den Avatar erst einmal exportieren. Hier ist es aber wichtig, dass ihr die folgende Sache macht. Und zwar klappt Reduce Materials aus und entfernt den Haken bei Combine Hair Mesh, da ansonsten alle Haare, zu denen nun einmal auch euer Schwanz zählt, zu einem einzelnen Objekt verbunden werden. Um das nach dem Export rückgängig zu machen, müssten wir Blender verwenden, um dort die einzelnen Strähnen wieder zu trennen. Was jedoch für jemanden, der noch nie Blender verwendet hat, zu schwierig ist, um es in diesem kurzen Tutorial zu erklären. Als nächstes startet Unity und importiert euren Avatar. Oben rechts sollte eine Infobox erscheinen, wenn ihr nicht wisst, wie das geht. Ansonsten habe ich auch das Video noch in die Beschreibung gepackt, sollte keine Meldung aufploppen. Jetzt brauchen wir aber zusätzlich, damit alles klappt, noch ein weiteres Unity-Plugin, und zwar heißt das Bone Weight Transfer und ist ebenfalls kostenlos auf Groove erhältlich. Downloadet und packt es einfach und zieht es anschließend bei Drag and Drop in den Assets-Bereich von Unity hinein. Nach einiger Zeit sollte ein Fenster wie dieses erscheinen, klickt dann wieder auf Import, lasst das Programm kurz laden und wenn jetzt hier oben unter Tools Bone Weight Transfer zu sehen ist, dann hat alles geklappt und wir können damit beginnen, die Schwanzphysik zu reparieren. Wählt dazu als erstes im Asset-Bereich euren Avatar aus und klickt dann im Inspektor auf Open Prefab. Die Szene sollte nun wie üblich so bläulich eingefärbt sein wie hier. Als nächstes geht in die Hierarchie und sucht unter Root den obersten Schwanzknochen. Dieser sollte unter Hips, Spine, Chest, Upper Chest, Neck und Head zu finden sein. Da ihr hier viele Knochen sehen werdet, klickt einfach einmal auf jeden Knochen. Es ist derjenige, bei dem das Achsenkreuz auf dem Anfang von eurem Schwanz liegt. Damit wir das nicht noch ein zweites Mal machen müssen, klicken wir mit der rechten Maustaste einmal drauf und wählen Rename und vergeben dem Knochen einen passenden Namen wie Knochenschwanz. Als nächstes müssen wir an einen Knochen hängen, der dafür am besten geeignet ist. Das dürfte in den meisten Fällen der Hipsknochen, also der Hüftknochen sein, weshalb ich den Schwanzknochen einfach per Drag und Drop auf den Hüftknochen schiebe. Das wiederholen wir für den obersten Knochen jedes Schwanzelementes, welches wir haben. Unser Schwanz besteht aber nicht nur aus Knochen, er hat auch Drehobjekte. Hier müssen wir aber glücklicherweise nicht in der Liste suchen, sondern können ganz einfach auf das entsprechende Element in der Szene klicken. Besteht euer Schwanz aber aus mehreren Strähnen, dann habt ihr auch mehrere Objekte. Ich empfehle, vergibt hier jedem Teil einen eindeutigen Namen wie Schwanz 1, Schwanz 2, Schwanz 3 und so weiter. Damit ihr erkennt, dass es zum Schwanz gehört und wir später nicht einen Teil vergessen. Alles, was wir jetzt noch machen müssen, ist die Bone Weight zu reparieren. Geht jetzt also auf Tools und dann auf Bone Weight Transfer und schreckt euch erst einmal wegen den japanischen Buchstaben. Keine Sorge, alles was dort steht ist, was ihr von wo an die neue Stelle übertragen wollt. Also, ich will den Schwanz vom Kopfknochen an den Hüftknochen transferieren und bestätige es dann anschließend mit einem Druck auf diesen Button und dann steht hier unten Success. Macht das für jede einzelne Strähne von eurem Schwanz. Deswegen habe ich euch auch gesagt, vergibt einen neuen Namen.
Es reicht aber glücklicherweise, wenn ihr nur das oberste Feld austauscht. Und wenn ihr damit fertig seid, Glückwunsch, ihr habt euren Schwanz repariert. Ich will aber nicht 1:1 ein fantastisches Ginger-Video kopieren, wobei mein Video klar schlechter wie ihres ist, ohne dass ich euch einen Mehrwert gebe. Ginger, solltest du das sehen, schreib mir. Dank deinen Tutorials konnte ich überhaupt VTuber werden. Entschuldigt. Also, was ich sagen will, wir alle mögen Schwänze, besonders die, die wiggeln. Das Blöde ist, man sieht sie in einem Standardstream so selten. Man kann jetzt aber ja den Schwanz nach oben stellen, sodass er eher im Bild ist. Verringert man die Stiffness, verstärkt sich das Wiggeln, was jedoch beim Umhängen an den Hüftknochen wieder zum großen Teil verloren geht. Um das Wiggeln nun wieder zu verstärken, bietet es sich an, dies an die Kopfbewegung wieder zu koppeln, da dies für die meisten kleinen VTuber nun mal das Körperteil ist, welches am besten getrackt wird. Um das zu bewerkstelligen, klappen wir bei unserem Avatar erst einmal alle Knochen zu, sodass nur noch die obersten Elemente zu sehen sind. Unter diesen sollte auch ein Element namens Secondary sein. Dort klicken wir einmal drauf und im Inspektor sollten viele Elemente mit dem Namen VRM Springbone Script zu sehen sein. Das sind die einzelnen Elemente von unserem Avatar, die Physik haben. Sprich, die Haare, die Kleidung, die Bobas. Und da unser Schwanz auch ursprünglich einmal ein Teil unserer Haare war, eben auch dieser. Hier suchen wir erst einmal das Element, bei dem unter Root Bones das erste Element unseres Knochens angeführt ist, welches die größte Bewegung unseres Teils ausmacht. Sprich, in den meisten Fällen wäre es die lange Wurst, die ihr als erstes gezogen habt. Die Leute, die auf meinen Rat gehört haben und diesen Knochen umbenannt haben, haben es jetzt wieder einmal etwas leichter. Daher Leute, gewöhnt euch daran, die Sachen immer zu benennen. Habt ihr das entsprechende Springbone-Skript gefunden, schreibt dort, wo kommen steht rein, dass dieses Element für den Schwanz verantwortlich ist. Als nächstes geht auf die Zeile Center. Standardmäßig sollte dort euer Root-Knochen eingestellt sein. Dieser ist der oberste Knochen von eurem Avatar. Er bewegt sich in Relation zum obersten Schwanzknochen aber relativ wenig, weswegen die Bewegung auch so gering ausfällt. Deswegen klicken wir nun einmal auf diesen Kreis und im nun erscheinenden Fenster geben wir bei der Suche mal Head ein und wählen den erschienenen Knochen aus. Die restlichen Werte können wir so wie sie sind belassen, außer ihr seid mit der Steifigkeit nicht mehr ganz so zufrieden. In diesem Fall spielt einfach mit der Stiffness Force und der Drag Force etwas herum. Ich für meinen Teil mag es, die Drag Force bei Schwänzen auf 0,3 zu verringern und die Steifigkeit auf 1 zu erhöhen. Und das war es eigentlich auch schon. Das wiederholen wir nun für alle weiteren Schwanzteile, die wir in dieser Auflistung finden. Exportiert nun euren Avatar, indem ihr ihn in der Hierarchie auswählt und dann auf VM0 und Export klickt. Da gebt ihr je nachdem, wo rote Warnmeldungen sind, entsprechende Daten und klickt dann wiederum auf Export. Importiert nun den Avatar in den Face-Tracker eurer Wahl und erfreut euch an euren wunderschönen Schwanz. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt auch noch dieses Video anschauen, bei dem ich erkläre, wie ihr euren Avatar mittels Assets noch weiter verbessert. Aber für dieses Video bleibt mir nichts anderes zu sagen als Tschüss und bis zum nächsten Mal, meine Landratten.